Heute nehme ich dich mit auf eine 5-tägige Wandertour mit Aussenschlafen, die ich mit einer Schulklasse gemacht habe. Im Jura. Die Wanderung geht von Le Brennet bis Saint-Ursanne. Sie ist insgesamt etwa 70 Kilometer lang, dabei legt man 1600 Höhenmeter drauf und etwa 2000 Höhenmeter durchab zurück. Die Wanderung fängt in Le Brennet an, wo mit dem Bähnli von Le Locle erreichbar ist. Als erstes laufen wir dann oberhalb am See entlang, Richtung Saut-du-Doubs. Wie man bereits beim Zufluss zum Wasserfall Saut-du-Doubs sieht, hat er damals kein bisschen Wasser gehabt und war komplett trocken. Wie man hier auf dem Bild aus 2018 sieht, hat er normalerweise sehr viel Wasser. Ist also schon noch eindrücklich. Nach dem Saut-du-Doubs kommt man dann zum Lac de Morand, einem Stausee, der gebraucht wird, um Strom zu produzieren. Kurz nach der Staumauer muss man dann den Fluss überqueren, der mittlerweile sehr gut gemacht ist. Noch vor einigen Jahren hat man hier über Steine gumpen und es hat noch keine so Pilze aus Metall. In Le Gravier haben wir dann die erste Nacht verbracht in der Biwakhöhle. Wichtig dazu, wenn ihr biwakiert, schaut, dass ihr den Ort so zurücklässt, wie ihr ihn angefunden habt. Sonst wird am Schluss der Ort gesperrt. Wer nicht unter freiem Himmel schlafen will, findet etwa eine Stunde später das Hotel Maison Monsieur. Wichtig dazu, es ist momentan im Umbau und wird im Herbst 2023 wieder eröffnet. Nach Maison Monsieur geht es darauf auf einen neuen Wanderweg, was neu gemacht haben. Früher musste man die Strasse nachlaufen müssen. So kommt man dann auf Bienfond, wo der Wanderweg zurück auf Frankreich geht. In Bienfond könnte man auch übernachten, auch hier hat es eine Unterkunft. Der Weg folgt dann am Lac de Bienfond. Gegen Ende vom See kommt eine lange Leiter, die mehrere Meter hoch ist, wo man absteigen muss. Man kann sich aber gut festhalten, es ist also überhaupt kein Problem. Nach der Staumauer kommt dann der Abstieg durch den Merliwald. Ein Wald, der grossenteils mit Moos überwachsen ist. Die zweite Nacht haben wir dann beim Kraftwerk biwakiert.
Aber am dritten Tag ist es weiter am Du entlang gegangen. Weiter vorne ist noch ein steilerer Aufstieg, der etwa 5 bis 10 Minuten geht. Hier sieht man eine alte Mühle. Nach dem Aufstieg wird der Weg breiter und wir kommen dann schon bald nach La Goule. Hier geht es zurück in die Schweiz und der Rest der Wanderung wird man nur noch in der Schweiz sein. Der Weg ist ab hier breiter und durchgehend T1. Kurze Zeit später kommt man zum Restaurant Le Tesseret, wo Stand heute vom Donnerstag bis am Sonntag offen hat. Gegen Ende vom dritten Tag sind wir dann auf Gumua gekommen, ein Ort, wo es wiederum Hotels gibt. Etwa eine halbe Stunde später war unser Übernachtungsplatz, wo es auch Tisch und Bänke hat und wiederum eine Feuerstelle, dass die Schüler kochen können. Am vierten Tag sind wir dann weitergelaufen, wiederum am Du entlang. Da sind wir noch kurz auf die andere Seite rüber, um eine kurze Rast zu machen, weil es dort hinten Tisch und Bänke hat. Noch anschliessend wieder zurück auf die andere Seite. Nach etwa der Hälfte vom Weg bis Soubé kommt man dann auf den Trans-Swiss Trail. Das ist Nationalroute Nummer 2, die vom Jura bis in Tessin führt. Kurz vor Soubé gehen sie theoretisch über den Hügel, man kann aber rundherum laufen, wie wir gemacht haben. Weil alle schon relativ müde waren mit schweren Rucksäcken, haben wir dann gefunden, wir laufen rundherum statt über den Hügel, um uns Höhenmeter zu sparen. Auch wenn es ein kleiner Umweg ist. Nach Soubé, wo es übrigens auch wieder eine Unterkunft gibt, für alle, die lieber drinnen schlafen, geht es noch ein bisschen weiter, bis man zu einer Brücke kommt und anschliessend auf einer Wiese bivakiert haben. Am letzten Tag sind es nochmal etwa 2,5 Stunden, also der kürzeste Tag von allen, wo es bis nach Ursang geht. Das Ziel der ganzen Tour. In St. Ursan haben dann auch noch alle eine Klasse von mir spendiert bekommen. Und das Coole ist, dieses Jahr haben das erste Mal alle Schüler geschafft, die ganze Tour durchzuhalten, ohne sie abzubrechen. Weil es gibt an mehreren Orten die ÖV-Haltestellen. Und es hat auch schon Schüler gehabt, die irgendwie sich den Fuß vertreten oder sonst etwas gehabt und heim wollen. Dieses Jahr haben aber alle durchgehoben. Nochmal ein grosses Lob an alle Schüler. Den Applaus. Am Schluss geht es über die Brücke Saint-Jean-Nepomucen in die Altstadt hier. Am Ende der Wanderung kommt dann noch ein letzter Aufstieg zum Bahnhof. Ich hoffe, ich habe mit dem Video einen guten Einblick in die super schöne Tour geben können. Falls das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar und selbstverständlich freut es mich auch immer, wenn du den Kanal abonnieren würdest, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen.